Ja, sprechen wir über diese wirtschaftlichen Aspekte. Dorothea Siems bei mir, unsere Chefökonomin der Weltgruppe. Dorothea, schön, dass du da bist. Es geht ja um wahnsinnig viel Geld. Nun kommt quasi noch ein dritter Verhandlungspartner, so will ich das mal formulieren, mit an den Tisch. Die Grünen, die auch wieder eigene Vorstellungen haben und deren Stimmen man ja dringend braucht. Also droht, dass das Ganze jetzt noch mal teurer wird? Genau das droht, weil man hat das Gefühl, bei SPD und der Union ist eigentlich alles möglich, was Schulden angeht, weil schon das, was ja die wahrscheinlich künftigen Koalitionspartner vereinbart hatten, enorm teuer ist und keineswegs nur der Notlage, die wir jetzt haben in Richtung Verteidigungsfähigkeit geschuldet ist, sondern eben alles eigentlich, was die Wahlprogramme hatten oder sehr vieles. Und zwar gerade das, was eben kurzfristig auf Gegenwartskonsum ausgerichtet ist. Rente, Mehrwertsteuer, Privilegien beispielsweise. Das schafft uns nichts an Wohlstand, der zukunftsfähig wäre oder eben für die Zukunft uns besser aufstellt. Da ist das Sondierungsprogramm bislang, also die 5 Seiten, die bekannt sind, auf die man sich schon verständigt hatte, sehr vage. Also das, was eigentlich jetzt nötig wäre, um nicht nur die Verteidigung zu stärken, was nötig ist, sondern auch die Wirtschaft. Weil davon hängt ab, ob unsere Sicherheit ja auch in 5 oder in 10 Jahren noch gewährleistet werden kann. Und da ist leider Fehlanzeige. Ja, und ob man den Sozialstaat dann auch überhaupt noch finanzieren kann. Nun ist das ja interessant, dass man mit heißer Nadel da jetzt versucht, irgendwie noch zusammenzukommen. Aber es ist ja sowieso generell ganz unklar, ob dieses Vorgehen, was man sich überlegt hat, überhaupt Stand hat. Denn wir haben ja eingereichte Eilverfahren beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, sowohl von der AfD als von den Linken. Ja, da merkt man ja, dass rechts und links sich auch sehr einig sein können. Also sie hätten es auch gemeinsam machen können. Man tut ja immer so, als wenn nur die eine Seite ganz hässlich ist, also die Rechte und die Linke eigentlich sauber. Also beide wollen das verhindern und argumentieren damit, dass der Wähler ja schon gefragt worden ist. Und er will die Zusammensetzung, die jetzt noch da ist, nicht mehr, sondern man hat eine andere gewählt. Es ist so, das wird in einem Hauruck-Verfahren wird darüber abgestimmt, wenn es durchkommt. Also wenn die Grünen noch sagen, sie machen mit. Und das, also ich hatte jetzt gerade die Gelegenheit, mit dem früheren Verfassungsrichter Udo Di Fabio zu reden, der ganz klar sagte, also die Mehrheit der Juristen sagt, die Eilklage, das wird nicht kommen, weil de facto der Bundestag eben noch so lange beschlussfähig ist. Und da gibt es im Grundgesetz keine Einschränkung dafür. Also es ist auch nicht eine so komplizierte Regelung. Das war ja beim Heizungsgesetz, als es mal vom Verfassungsgericht hieß, also die Abgeordneten brauchen mehr Zeit, sonst können sie nicht verstehen, worüber sie da abstimmen. Das hier, was man hier machen will, ist ziemlich einfach zu verstehen. Und das heißt, da reicht es, wenn man ein paar Tage dazwischen hat. Eine andere Frage ist, ob es längerfristig verfassungsgemäß ist, was man jetzt beschließt, nämlich de facto die Schuldenbremse zu verschrotten. Also die wird so ausgehöhlt, dass sie eigentlich keine Wirkung mehr entfaltet. Und die Schuldenbremse war eigentlich das, was die junge Generation schützen sollte, davor, dass die Politik, was sie eben gerne tut, die gegenwärtigen Wähler bedient auf Kosten der Zukunft. Und das sind eben Schulden. Und das ist auch in den Sozialversicherungen, wo sehr viel versteckte Schulden schlummern. Und da gibt es inzwischen das Vorhaben, wenn keine Reformen kommen und diese Koalition, die sich abzeichnet, will da keine Sparreformen durchsetzen, dass dann geklagt wird. Und die Frage ist sehr viel interessanter, weil tatsächlich das, was jetzt die Politik beschließt, geht sehr auf die Freiheitsrechte der künftigen Beitragszahler, der Jüngeren. Und wenn die eben gar keine Möglichkeit mehr haben, sich in ihrem Leben zu entfalten, weil vom Lohn ein überwiegender Teil dann an den Staat abgeführt werden muss, wenn es nicht mehr möglich ist, wegen hoher Zinsen ein Eigenheim zu bauen, wenn all das, was die Vergangenheit den Deutschen geboten hat, weggenommen wird, weil man heute Schulden macht, eben in einem Maße nicht nur für Verteidigung, wie gesagt, das ist nötig,
sondern eben auch, um den Rentnern höhere Rentenanstiege zu ermöglichen, um Gastronomen Mehrwertsteuervorteile zu gewähren, damit die Leute eher essen gehen können. All das ist schön und annehmlich. Aber natürlich, wenn man sagt, wir haben schwere Zeiten, dann wäre es eigentlich nötig, den Leuten klar zu sagen, den Bürgern, hier müssen wir alle einiges an Besitzständen opfern und eben Einsparungen hinnehmen, um eben die Sachen, die wirklich wichtig sind, Verteidigungsfähigkeit und die Stärkung der Wirtschaft zu finanzieren und nicht auf Pump. Das ist was auch die gesamte Währungsunion schon erschüttert. Also das heißt, es geht hier auch um die Stabilität unseres Geldes. Und wir hatten eine Inflation. Wir hatten ein paar Jahre, wo die Inflation wirklich sehr schmerzhaft schon war. Das droht zurückzukommen, wenn wir eben jetzt auch noch in Deutschland sagen, wir machen Schulden in diesem Ausmaß, wie es die SPD und die Union halt planen. Also große Sorgen, die ich bei dir da wahrnehme, dass das Geld wirtschaftlich verheerend weitergeht. Dorothea Siems, Dankeschön. Gerne.